Es ist Dienstag, der 1. September 2020 und ich stehe hier am wunderschönen Bahnhof von Opladen. Was mache ich hier? Ich bin auf dem Weg nach Burscheid zum Autohaus Luchtenberg, um dort unser neues Auto abzuholen. Und es ist ein besonderes Auto für uns, denn es ist unser erstes Elektroauto. Wir haben ein halbes Jahr darauf warten müssen. Mir ist das halbe Jahr sehr lang vorgekommen. Das sind natürlich Luxusprobleme, das gebe ich zu. Aber dennoch habe ich unterschätzt, wie sehr ich mich auf dieses Auto freue und wie lang dann doch ein halbes Jahr werden kann. Also, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Burscheid und dann hoffentlich klappt die Übergabe problemlos. Und dann berichte ich mehr von dem tollen neuen Auto. So, jetzt bin ich hier an einer Autobahnraststätte zwischen Burscheid und Münster an der A1. Und ich war in Burscheid und habe unser erstes Elektroauto abgeholt. Einen Kia e-Niro. Und da steht das gute Stück. Und man sieht auch, ich habe es auch schon an die Ladesäule angeschlossen. Das ist tatsächlich der zweite Ladevorgang jetzt. Ich habe vorhin schon mal an einer anderen Raststätte kurz angefangen zu laden, um das mal auszuprobieren. Das war eine Schnellladesäule, da bin ich so auf 55 kW Leistung gekommen. Und jetzt hier habe ich ganz absichtlich mal, obwohl es mehrere Auswahlmöglichkeiten gab, den Typ 2 Stecker genommen, das Wechselstromladen, AC, maximal 43 kW. Der e-Niro kann aber nur 11 kW. Aber somit habe ich auch verifiziert, dass ich tatsächlich den richtigen Onboard-Charger für 11 kW habe, den 3-Phasen-Lader. Das ist nämlich extra Ausstattung beim Kia e-Niro. Und jetzt sieht man, dass er tatsächlich mit 11 kW Leistung lädt. Kann man hier erkennen. Na, so, da. Etwas schwierig. So, da. Mit 11 kW lädt er. Das Kuriose ist, dass ich gar keine Ladekarte hier, Bezahlkarte eingegeben habe. Ich weiß nicht, wie der jetzt abrechnet oder ob ich hier kostenlos lade. Keine Ahnung. Das sind so die Fragen, die Elektroauto-Anfänger sich stellen und die sich mir stellen. Die erste Verwirrung. Aber ansonsten muss ich sagen, das Laden gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Ich habe halt das Kabel zuerst eingesteckt, dann am Display ein bisschen geschaut, was ich auswählen kann und wie ich das Laden starten kann. Und wie gesagt, hier konnte ich das Starten laden, ohne eine Karte einzugeben. Das war vorhin an der Schnellladesäule von Ionity anders. Dies ist eine Energy-Säule. Ja, und jetzt bin ich also auch die ersten Kilometer gefahren mit dem e-Niro. Und das war sehr spannend, denn nicht nur haben wir ein halbes Jahr warten müssen auf das Fahrzeug, sondern es ist auch so, dass ich dieses Fahrzeug vorher noch nie gefahren bin. Wir haben ihn bestellt, ohne eine Probefahrt machen zu können, denn es war die Corona-Krise, der Lockdown. Es war kein richtiger Lockdown, aber zumindest die Autohäuser waren geschlossen und es gab keine Probefahrten. Ich bin schon andere Elektroautos vorher Probe gefahren, Renault Zoe, Tesla Model 3, Smart. Und von daher wusste ich, dass Elektroautos sich toll fahren grundsätzlich. Aber wie sich der e-Niro fährt, das wusste ich nicht. Ich zeige ihn hier euch auch mal von innen. Wirklich sehr schön, wie ich finde. Also jetzt nicht so schön wie ein Tesla, aber ganz nett gemacht. Eher wie ein klassisches Auto. Und hier sieht man den Kofferraum mit dem extra Ladekabel drin. Ja, und was soll ich sagen? Erste Fahrt. Er fährt sich tatsächlich sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Er hat 3 verschiedene Modus. Er hat den Eco-Modus, normalen Modus und Sportmodus. Es gibt auch noch einen Eco Plus, aber der ist nicht realistisch. Und selbst im Eco-Modus ist es schon okay, aber dann im Sportmodus geht er richtig gut ab. Es ist sehr leise. Das ist ja nun mal so bei Elektroautos, dass auch wenn man drin sitzt, es sehr leise ist.
Von daher muss man fast schon aufpassen, dass man nicht zu schnell fährt und es gar nicht merkt. Also, so viel zu den ersten Eindrücken mit unserem Kia e-Niro und ich werde mehr berichten in nächster Zeit von diesem Fahrzeug. So, nun bin ich an der dritten Ladesäule für heute mit dem e-Niro und ich wollte ja mal sehen, ob ich auch die höheren Ladegeschwindigkeiten hinkriege. Ich bin an der Ionity-Säule und hier sieht man ganz gut, glaube ich, 76 kW. Das ist ungefähr die Maximalleistung, die man von einem e-Niro erwarten kann. Also hier schafft er sie. Warum er sie an der anderen Säule vorhin nicht geschafft hat, bei ungefähr gleichem Ladestand, irgendwas knapp über 50%, weiß ich nicht. Aber ich bin ja erstmal froh, dass er beweist, dass er es kann. Bei der anderen Ladesäule vorhin, als ich wegfuhr, hatte ich offensichtlich vergessen, hier die Ladeklappe zu schließen. Typischer Anfängerfehler vielleicht. Da hat mir das Fahrzeug dann aber Bescheid gesagt und hat mir ein Signal gegeben, dass die Ladeklappe noch offen ist. Also das ist ja auch schon mal eine schöne Funktion, die kenne ich jetzt. Übrigens probiere ich jetzt gerade mal eine andere Ladekarte aus. Plug Surfing. Ich hatte mir 4 verschiedene Ladekarten besorgt im Vorfeld. Plug Surfing, Shell New Motion, ADAC und gerade auf dem Boden gelandet ist Maingau. Ausprobiert habe ich jetzt Shell New Motion an der anderen Ionity-Säule und hier jetzt Plug Surfing. Ich weiß nicht genau, wie viel Kosten jetzt was verursacht. Das werde ich nachher auf der Abrechnung sehen. Außerdem habe ich auch schon jetzt die Assistenzsysteme mal ein bisschen ausprobiert auf den letzten Kilometern und der fährt ja wirklich fast automatisch, hält die Spur selbst, hat den Abstandstempomaten. Also das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Nur mit dem Spurhalten, da war ich manchmal nicht so ganz glücklich, aber vielleicht auch ein bisschen Übungssache. Also weiterhin der erste Eindruck sehr, sehr positiv. Und jetzt lasse ich ihn noch ein klein bisschen laden und dann fahre ich erstmal nach Hause und zeige meiner Frau und meinem Sohn das neue Auto. Die sind auch schon gespannt. Das war die Abholung des e-Niro. Da steht er. Und wir haben ihn auch schon geladen hier zum ersten Mal zu Hause. Das hat auch gut geklappt. Und da drüben, da steht noch sein Vorgänger und guckt grimmig herüber, denn er wird bald verkauft, der Opel Safira. Und nun schildere ich noch ein paar erste Eindrücke von der Abholung des e-Niro. Das Fahren macht Spaß, super angenehm. Laden ist auch einfach. Ich habe 3-mal unterwegs geladen und das einzige Problem, das es gab, war, dass ich an einer Säule nicht wusste, wie ich bezahlen sollte, aber das ist ja kein wirklich schlimmes Problem. Zu Hause, wie gesagt, auch schon geladen, auch problemlos. Etwas Probleme hatte ich mit der UVO-App oder UVO-App, wie immer man sie nennen möchte. Die habe ich erst im zweiten Anlauf verbunden bekommen. Aber das war eigentlich ganz einfach. Man muss nur wissen, wie. Ich werde dazu einen Link unter dem Video posten zu einem Video von Herrn Unterberger, der erklärt das sehr gut. Die Übergabe lief auch sehr flott am Autohaus. Nur war es etwas komisch, dass der Akku nur zu 54% geladen war. Die haben ja eine Ladestation da am Autohaus. Da verstehe ich nicht, dass die nicht auf 100% laden. Aber gut, wir sind nach Hause gekommen. Ja, das Fahrzeug hat Sommerreifen und 2 Ladekabel. Einmal den Ladeziegel für zu Hause, der ist standardmäßig dabei für die Schuko-Steckdose. Und extra bestellt hatte ich das Typ 2 Ladekabel, das kostet extra, das ist auch dabei. Auf der Rückfahrt hat mich noch ein VW ID3 überholt, den gibt es ja eigentlich noch gar nicht. Also das muss irgendwie ein Vorserienfahrzeug gewesen sein oder ein Testfahrzeug. Was noch ein Erlebnis war, war die Rekuperation. Als ich die auf die höchste Stufe gestellt habe, das war schon besonders. Da bremst das Auto sehr stark ab, sobald man den Fuß vom Gas nimmt. Eine Gewöhnungssache, glaube ich. Ja, insgesamt waren es viele Infos und Eindrücke am ersten Tag mit dem Auto.
Und ich werde mich da jetzt Schritt für Schritt reinfuchsen und alle Details und Funktionen kennenlernen. Und wenn ihr dabei bleiben wollt, dann abonniert diesen Kanal und bis dahin macht's gut.